So, da bin ich wieder mit den Lampen. Es werden eingebaut LED-Wand Paneele, LED-Lampen, 60 x 60 und die kommen in einen Rahmen, in einen Aufputzrahmen, ein Aufputzgehäuse rein und davon gibt es 4 Stück, dass ihr auch ein bisschen was seht von mir, wenn ich hier noch ein paar Videos mache. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar bohrt und reingeschlagen. Der hat irgendwie nicht so geklappt, den muss ich nachher wieder reintun und den werde ich wahrscheinlich so einzementieren, so wie da drüben halt auch. Und die habe ich jetzt da schon eingeschlagen. Die halten wirklich bombig. Das ist ein Riesenaufwand, das Zeug da zu bohren. Hey, das ist ein Scheiß. Ich zeige euch das mal, wie ich das gemacht habe. Ja, Brandsäge. So, jetzt habe ich mir hier so einen kleinen Mörtel angemacht, oder ja, ich hatte jetzt bloß einen Perlfix gerade noch da. Das ist ja zum Rigipsplatten setzen. Den nehme ich jetzt so, machen wir auch noch ein bisschen nass. Na, ich hoffe, der Holzdübel hüpft nicht raus. Da mache ich auch noch ein bisschen nass, den mache ich dann zu. Ja, er ist rausgehüpft, na toll. So ein Depp. Aber den mache ich jetzt dann schon rein. So, den klebe ich jetzt dann rein. So. Den klebe jetzt da so schön hin. Zack, und dann hält er den Stein auch. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht, der Perlfix da für diese Arbeit jetzt. Weil der hält ein bisschen, der ist ein bisschen hart. Wie Kaugummi oder so. Jetzt darf ich mir bloß meine Kreuze nicht wieder zumachen. Überall, das wäre ein bisschen dumm. Also ich würde jetzt da noch mit dem Schwämmchen drüber gehen. Ja, oder mit dem Pinselchen. Und dann fällt es gar nicht mehr so auf, dass das repariert ist. Endlich hat es geklappt mit diesen bescheuerten Lampen festmachen. Ein Stress. Aber jetzt kann ich es endlich montieren. Ja, das kannst du doch nicht machen. Holzdübel da reinhauen. Die halten ja nie, die halten das nie aus. Die fallen irgendwann wieder raus. Ich zeig mal, wie die halten. Pass mal auf, du Quarkarsch.
Das ist übrigens ganz cool, das Ausgabenpanel, weil man hat hier Metallteile und innen hat man Magnete. Das heißt, es ist ein magnetischer Verschluss. Man setzt den so ein und schiebt ihn drauf und dann zack und dann ist das fertig. Jetzt bloß noch die Zuleitung legen, den Kasten machen und Lichtschalter montieren und dann geht's endlich los. Bin echt gespannt, wie es jetzt wird. Na hart. Also es kommt natürlich, wie es kommen muss. Mein Bohrer ist irgendwo, ich finde den nicht mehr. Ich habe so einen langen Bohrer, weiß ich nicht, 600 oder so lang. Ich habe jetzt bloß noch den da. Der ist, wie lang ist der? Schau mal, 17. Und meine Wand hat 24 oder was weiß ich, was die hat da. Da, ja, habe mehr mit Putz, 27, 28. Das heißt, ich muss jetzt probieren. Dann probiere ich jetzt mal, ob ich da irgendwie rüberkomme und dann auf die andere Seite rüber messe und von hier messen kann. Und auch die Höhe. Die Höhe wird weniger das Problem sein, sondern eher das da. 16 hier draußen, das heißt, die hole ich mir jetzt hierher. Mein Kreuz hier machen. Jetzt mache ich mir hier das Kreuz nochmal. In der Nähe von der Lampe hin. So. Also da haltet ihr euch am besten, wenn ihr schon so einen Laser habt, genau an den Laser, sonst wird das nichts. Sonst trefft ihr das nicht ordentlich. 1,17 Meter. So, das ist jetzt die Höhe, wo ich bohren muss. Machen wir mal schön ins Kreuzsaal hin. Da muss ich durch. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Also jetzt wird's Cut. Jetzt gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Jetzt wird das bohrt. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Jetzt schauen wir einfach mal. Hab den Laser hier. Ah, ich habe was vergessen. Wenn die Wand schlecht ist, lieber noch ein größeres Kreuz machen. Falls ihr verrutscht, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst. So mache ich das immer. Könnt ihr ja vielleicht auch so machen. Das war das erste Loch. So, und das zweite Loch. Los geht's. Oh, ich glaube, das hat geklappt, oder? Ah, da hat man gerade Licht gesehen. Ja, ich glaube, ich bin da durch. Ja, da. Perfekt. Unglaublich. Das hat echt gut geklappt. Eieiei. Super. Dann geht's weiter. Kasten, Zuleitung. Und Messner hat noch, ob alles passt. So, die Sicherungen sind drin. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Da ist der Schalter. 3, 2, 1, go! Ui, das schaut aber schön aus. Wow! So, ich hoffe, man kann mich jetzt besser sehen. Hier hinter mir kommt noch mal Feinputz hin und auch hier. Danach nochmal gekalkt. Und dann kommt was Cooles nach dem Boden. Aber der Boden kommt ja auch noch. Eine Werkbank, auch selber gebaut wieder. Lasst euch überraschen. Bis bald.